Alle Frauen auf der Welt sind Töchter. Und ich bin auch eine Tochter. Die Tochter eines Försters. Und ich erzähle euch jetzt meine Geschichte. Ihr könnt euch denken, dass ich von Anfang an keine guten Karten in dieser Schule hatte. Noch dazu war ich Fahrschülerin und kam immer ein paar Minuten später, nachdem der Unterricht schon begonnen hatte. Es wurde geduldet, aber natürlich nicht gerne gesehen. In Deutsch war ich sehr gut. Meine Aufsätze wurden sogar in den oberen Klassen vorgelesen. Und in Musik bekam ich eine 1, weil ich Klavier spielte. Alles andere, besonders Mathematik, war ein Desaster. Trotzdem wir dem Mathelehrer jedes Jahr zu Weihnachten einen Hasen oder eine Rehkeule und einen Tannenbaum schenkten, haben sich meine Noten nicht gebessert. In Biologie war auch okay. Es fällt mir wirklich nicht leicht, über meine miserablen schulischen Leistungen zu berichten. Man kann sich das gar nicht vorstellen, aber ich habe jahrelang Albträume von dieser Schule gehabt. Ich bin übrigens auf dem Rückweg der Schule, da war ich aber noch erst in der 2. Klasse, bin ich einmal im Eis eingebrochen. Ich hatte ja von meinen Eltern das strikte Verbot, erst dann den See zu betreten, wenn mein Vater es erlaubt hatte. Es hat mich so gereizt, als der See zugefroren war. Die ersten Schritte hielt er noch. Dann krachte es unter meinen Füßen und weg war ich. Es war schweinekalt. Zum Glück konnte ich schwimmen und habe es herausgeschafft. Als ich zitternd und klatschnass nach Hause kam, zerrte meine Mutter mir in Windeseile die Kleider vom Leib. Und dann schlug sie mir ein paar Mal kräftig auf den nackten Po. Ich mache das nur, sagte sie, damit dir schnell wieder warm wird. Meine Eltern waren zu mir nicht so streng, mehr konsequent. Die älteren Geschwister allerdings wurden nicht mit Samthandschuhen angefasst. Pünktlichkeit war das oberste Gebot und wehe einer von ihnen kam auch nur 5 Minuten zu spät. Ich erinnere mich, dass Heide einmal von meinem Vater so hart angegangen wurde, dass meine Mutter dazwischen ging. Zurück zur Schule. Anfangs mogelte ich mich irgendwie so durch. Aber ich wollte lieber malen und Geschichten schreiben und las ein Buch nach dem anderen. Sobald ich in der Bahn saß, packte ich mein Buch aus und auf dem Heimweg las ich weiter. Ich weiß nicht mehr, wie oft ich gestolpert oder sogar hingefallen bin. So konzentriert war ich auf den Text. Außerdem entwickelte ich mich mit der Zeit zu einer Art Klassenclown. Ich hatte ständig eine witzige Idee. Einmal forderte ich meine Klassenkameraden auf, alle Tische und Stühle mit dem Rücken zum Pult des Lehrers zu stellen. Der war natürlich überhaupt nicht begeistert und fand bald heraus, dass ich das insistiert hatte. Ein Eintrag ins Klassenbuch war unausweichlich. Mein Vater rief mich oft ins Büro und übte mit mir Mathematik. Einmal bekam ich eine schallende Ohrfeige von ihm, weil ich verträumt in der Gegend herumgeguckt hatte. Hallo ihr Lieben, ich hoffe, euch gefällt mein Kanal. Also bitte fleißig abonnieren und auch die Glocke nicht vergessen. Ich verspreche euch, es wird noch sehr spannend.